Ich begrüße euch an der Auto Zürich und ich präsentiere euch heute den neuen C63 S e-Performance. Vom Design her tritt der C63 einiges muskulöser und kräftiger auf als die klassische C-Klasse. Erkennbar ist er auch unter anderem an der AMG-Plakette, dann an der speziellen Motorhaube mit diesen Abluftöffnungen. Von der Front kann man auch sagen, der ist auch ein bisschen verlängert worden. Also das Fahrzeug ist leicht länger und in die Breite gezogen, dass einfach auch die Technik vom C63 Platz gefunden hat. Die AMG-spezifische Front mit der Digital Light, Skiwerfer. Und dann, wenn wir auf die Seiten übergehen, kennzeichnet Turbo e-Performance, der C63, die Seitenlinie. Wir sehen das Fahrzeug hier im wunderschönen Graphitgrau Magno, das reserviert ist für den AMG. Dann die schönen Kreuzspeichen, AMG-Felgen. Und an der Hinterachse gibt es erwähnen, dass das Fahrzeug auch mit der Hinterachslenkung ausgestattet ist, die die Kurvenperformance nochmal erheblich steigert. So, dann sind wir beim Heck angelangt. Was viele Wunder nimmt, weil der Kofferraum der ist ein bisschen kleiner beim C63 S e-Performance. Wir haben ja ein starkes Akkupaket auf der Hinterachse, also einen Elektroantrieb für mehr Leistung. Da komme ich nachher dann noch darauf zurück. Weil wir haben hier ein Kofferraumvolumen zwischen 320 Liter und 1330 Liter, wenn wir die Sitze umlegen. Was beim C63 auch erhältlich ist, ist die Anhängerkupplung, die wir ganz komfortabel per Tastendruck rauslassen können. Zum Beispiel für einen Veloträger. Wir haben aber auch eine Anhängelast von 1800 Kg für einen Anhängerbetrieb. Um die Sitze umlegen und die grosse Ladefläche zu machen, haben wir 2 Tasten im Kofferraum. Simpel. Einmal, zweimal und dann haben wir die grosse Ladefläche. Jetzt gibt es hier die Erhöhung, die ich vorher schon erwähnt habe. Das hat damit zu tun, dass wir hier ein Akkupaket haben, das das rein elektrische Fahren zulässt, plus wo uns die Mehrleistung von der Systemleistung generiert von 680 PS. Wie jede Medaille hat es immer 2 Seiten. Klar ist jetzt nicht die ideale Ladefläche. Die AMG hat das aber ins Positive genutzt. Durch den Verbau von dem Akku hat es uns bei der Hinterachse etwas mehr Platz generiert und wir konnten einen Querstreben verbauen, der die Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs nochmal erhöht. Da es sich beim C63 e-Performance um einen Plug-in-Hybrid handelt, haben wir hier hinten links die Anschlussmöglichkeit zum Laden. Sprich, das heisst, wenn man die eine Wallbox hat, können wir das Fahrzeug wieder aufladen. Wir haben somit die Möglichkeit, teilweise rein elektrisch zu fahren und haben mehr Leistung, wo wir daraus die Systemleistung von dem Fahrzeug generieren. So, dann kommen wir auf die Rücksitzbank mit dem schönen AMG-spezifischen Nappa-Leder, konturierte Sitz, dass wir auch genügend Seitenhalt haben. Dann sehen wir jetzt hier schön auch die Ambientebeleuchtung, die vorne bestellt werden in 64 verschiedenen Farben. Wir haben hier die Boxen vom Burmester Soundsystem und in diesem Fahrzeug haben die hinteren Passagiere auch die Möglichkeit, die Klimaanlage separat zu einstellen, wo wir 4 Zonen Klimaanlage haben. Wenn man jetzt hier rauf schaut, haben wir das Panorama-Glasdach, das wir auch aufmachen können. Dann haben wir die Möglichkeit, über ein Rollo einen Sonnenschutz zuzumachen, dass wenn die Sonne mal stark brennt, dass Passagiere nicht beeinträchtigt sind. Kommen wir zum Cockpit von unserem Fahrzeug. Wir haben hier das AMG-spezifische Lenkrad, unten mit der AMG-Lenkradtaste. Beim C63 haben wir die Wahl zwischen 8 verschiedenen Fahrprogrammen. Das geht vom Komfortmodus zum rein elektrischen Fahrmodus, zum Battery-Safe-Modus bis zum Race-Modus, wo wir auch die Möglichkeit haben, den Drift-Mode zu aktivieren. Was wir bei diesem Fahrzeug auch die Möglichkeit haben, wir können die Rekuperationsstärke separat einstellen, auch über die Lenkradtaste. Dann im Fahrerdisplay haben wir die verschiedenen Anzeigemenüs, die wir wählen können, über Track Pace, Supersport
bis zu klassisch. Dann natürlich das grosse Head-Up-Display, wo wir alle Fahrdaten drauf haben. Wenn wir zu der Mitte kommen, zum bekannten MBUX, wo wir auch sonst in der C-Klasse verbaut haben, sehen wir hier auf dem Startbildschirm das Navigationssystem. Über die Home-Taste haben wir die Wahl von allen Menüs. Was auch hier wieder eine Besonderheit ist, wir haben das AMG Track Race App drauf. Also wir haben hier gängige Rennstrecken schon hinterlegt. Also wenn man mal einen kleinen Ausflug macht, kann man die anwählen und seine Rundenzeiten messen. In Sachen Antrieb ist der neue C63 e-Performance ein absoluter Gamechanger mit Formel 1 Technologie. Wir haben hier den 2 Liter Turbo, aktuell der stärkste Vierzylinder, der serienmäßig auf dem Markt ist mit 476 PS. Mit dem Turbolader, der einen elektrischen Zusatzantrieb hat, gleich wie der Formel 1 Lewis Hamilton. Wir generieren, wie schon erwähnt, die 476 PS. Auf der Hinterachse haben wir dann den Zweigang Elektromotor mit einer Spitze von 200 PS, 204 um es genau zu nehmen, gibt eine Systemleistung von 680 PS und über 1000 Nm Drehmoment. Was wir hier noch speziell sehen können, wie bei jedem Motor, der in Affalterbach produziert wird bei der AMG, wir haben hier Plaketten handcrafted bei von dem Mechaniker, der den Motor für euch dann persönlich zusammenschraubt. Der neue C63S e-Performance gibt es bei uns ab 145'000 Franken. Als Fazit würde ich sagen, der C63 ist das ideale Fahrzeug für alle, die einfach ein bisschen mehr wollen. Das Auto beherrscht das Understatement, auf Wunsch mit rein elektrischem Fahren und geht aber auch Siegeszug auf der Rennstrecke. Es würde uns freuen, wenn ihr uns von Emil Frey, Mercedes-Benz, besuchen. Wir zeigen euch das Auto zeigen und genauer erklären. Ihr findet uns in Altendorf, Schaffhausen, Volkenswil und Wädenswil. Und ich würde sagen, bis bald.